Mauritius, eine Perle im Indischen Ozean. Bekannt für Traumstrände, Luxushotels und spektakuläre Naturphänomene. So stellt man sich das Paradies vor. Wir erleben Abenteuer. Boah, das sieht echt hoch aus! Vielfältige Kulturen und kulinarische Delikatessen. Kommen schon die Tränen. Das ist echt brutal. Ist Mauritius nur was für den Luxus-Strandurlaub oder geht das auch günstiger? Gemeinsam mit meinen Kumpels Benny und Simon umrunde ich die ganze Insel und wir finden das heraus. Unsere Reise führt uns zu wunderschönen Stränden, gigantischen Wasserfällen und bunten Erden. Wir klimmen geschichtsträchtige Berge und entdecken heilige Seen und unbewohnte Inseln. Mein Name ist übrigens Valentin, man nennt mich auch Sarazar. Und erstmal schauen wir uns Port-Louis an. Die Hauptstadt Port-Louis mit 150.000 Einwohnern noch relativ überschaubar. Aber hier kriegt man erstmal einen Eindruck, wie viele Kulturen auf Mauritius aufeinandertreffen. Obst, Gewürze, Klamotten. Auf dem Central Market gibt es einfach alles. Und das ist auch der bekannteste Markt hier auf Mauritius. Bezahlt wird in der Mauritius-Rupie. Dollar und Euro werden aber auch oft akzeptiert. Und insgesamt ist das hier schon eine Ecke günstiger als in Deutschland. Hier in Mauritius ist die Küche übrigens sehr indisch angehaucht. Und ich werde jetzt hier mal einen Samosa probieren. Die kosten übrigens weniger wie 10 Cent. Schmeckt 1:1 wie in Indien. Echt lecker. Jetzt das Kontrastprogramm, die Condor Waterfront. Ziemlich modern hier alles am Hafen und vor allem für Touristen. Aber nach mindestens 11 Stunden Flug echt nett zum Ankommen. An der Waterfront gibt es jede Menge Bars, Restaurants und Geschäfte. Preislich jedoch eher wie ein Shopping-Samstag in Deutschland. Beliebt ist auch der Pamplemousse Botanic Garden in der Nähe. Für 6 € kann man sich über 800 verschiedene Pflanzenarten anschauen. Angelegt wurde der Garten schon 1770. Das ist das Herzstück des Botanischen Gartens, die Seerosen im großen Teich. Die sind ja wirklich gigantisch, die Dinger. Sieht fast so aus, als könnte man da draufklettern. Ist aber nicht so. Da sinkt man ein. Die tragen uns nicht. Schaut euch mal diese krassen Wurzeln von dem Baum an. Das ist echt verrückt. Der Garten ist 25.000 Hektar groß und wir haben ja auch einige Tiere gesehen. Es gibt jede Menge Vogelarten und auch Riesenschildkröten. Die waren auf Mauritius mal heimisch und werden hier wieder angesiedelt. Ob die sich in dem Gehege hier so wohlfühlen, da bin ich mir nicht so sicher. Für den besten Überblick über Port-Louis und seine Geschichte bietet sich ein kostenloser Besuch bei Fort Adelaide an. Fertiggestellt wurde die Zitadelle 1840 von den Briten. Die Niederländer haben Mauritius um 1598 kolonialisiert und nach Prinz Maurits van Oranje benannt. Danach regierten die Franzosen und die Briten bis zur Unabhängigkeit 1968. Bewohnt war die Insel vor der Kolonialzeit nicht, wurde aber wohl schon vor ca. 1000 Jahren von arabischen Seefahrern als Stützpunkt genutzt. Und wegen seiner Geschichte ist Mauritius heute absolut Multikulti. Von den 1,3 Millionen Mauritiern stammen einige aus Europa, viele aus Afrika und ein paar aus China. Angeblich haben 2/3 ihre Wurzeln allerdings in Indien. Nach dem Ende der Sklaverei sind vor über 200 Jahren viele Inder als Arbeiter nach Mauritius gekommen. Deshalb befinden sich hier auch viele hinduistische Tempel. Ist mega krass, was es hier für bunte Tempel gibt. Das erwartet man überhaupt gar nicht von Mauritius. Der Kaila Som-Tempel ist der älteste auf ganz Mauritius und wurde schon 1854 gebaut. Wir werden auf der Reise auch noch weitere Tempel besuchen. Ich finde den hier ganz cool mit den ganzen bunten Farben. Und wer den mal von innen sehen will, zahlt keinen Eintritt, aber muss die Kleiderordnung beachten. Das heißt Schuhe ausziehen und Schultern und Knie bedecken. China auf einer Insel mit Karibik-Feeling im Osten von Afrika. Willkommen in Chinatown. Im 19. Jahrhundert sind auch viele Chinesen als Arbeiter auf den Zuckerrohrplantagen nach Mauritius ausgewandert. Direkt neben Chinatown steht auch die Juma-Moschee, eine der größten der Insel, kostet keinen Eintritt und zeigt auch irgendwie, dass die Kulturen hier alle friedlich zusammenleben. 17% der Mauritianer sind übrigens muslimisch.
Ein Besuch wert ist auch die schöne Kathedrale von Port-Louis, die bereits 1782 erbaut wurde. 1/3 der Bevölkerung ist offiziell christlich. Los geht der Roadtrip. Wir haben uns einen Mietwagen geliehen. Die sind hier je nach Anbieter bis zu 40% günstiger als in Deutschland. Und zum Mieten braucht man auch nur einen internationalen Führerschein und eine Kreditkarte. Und an den Linksverkehr gewöhnt man sich auch relativ schnell. Nach Port-Louis wollen wir Mauritius einmal umrunden. Hinzu kommen natürlich auch Abstecher ins Inland. Insgesamt mehr als 250 Kilometer Strecke mit vielen lohnenden Zwischenstopps. Unser erstes Ziel, ein echter Traumstrand, nur 30 Minuten von der Hauptstadt entfernt. Ein perfekter Ausklang für den Tag hier beim Flick and Flack Beach. Es ist echt cool, wie weit sich der Strand zieht. Das sind fast 8 Kilometer. Hier kann man ewig spazieren und den Sonnenuntergang genießen. Das Wetter ist auch ein Traum. Momentan 25 Grad, also sehr angenehm. Auf Mauritius ist es aber auch das ganze Jahr über warm. Von Dezember bis April regnet es häufiger mal. Die Hotels sind dennoch relativ teuer, da kommt man mit Ferienhäusern günstiger weg. Und am Flick and Flack Beach kann man überall kostenlos entspannen. Ungefähr 45 Minuten vom Flick and Flack Beach liegt der Black River Gorges Nationalpark. Boah, ist echt eine Hammer-Aussicht hier. Echt cool mit den ganzen Wasserfällen. Wir wollen natürlich zum größten Wasserfall im Park laufen. Der Wanderweg dauert nur 30 bis 45 Minuten. Es gibt im Park aber über 60 Kilometer an Wanderwegen in unterschiedlichen Längen. Und viel los ist hier auch nicht. Man sieht nur ab und zu mal ein paar Touristen. Mauritius gehört nicht zu den günstigsten Reisezielen, aber man kann hier tatsächlich auch einige Dinge umsonst machen. Dieser Nationalpark hier kostet zum Beispiel überhaupt keinen Eintritt. Der Wanderweg ist echt cool, allerdings nicht ganz ungefährlich. Vor allem bei Nässe muss man echt aufpassen, wo man hintritt. Aber die Atmosphäre ist der Hammer. Wir sind hier mitten im Regenwald. Boah, Walle, Alter, schau dir mal an, wie krass das hier runtergeht. Boah. Alter, boah, das ist echt heftig. Boah, der Blick ist ja der Wahnsinn, ey. Das ist echt mega krass hier. Hier der Wasserfall geht 150 Meter in die Tiefe, wenn man die verschiedenen Ebenen zusammenzählt. Wird deshalb auch 500-Fuß-Kaskade genannt. Da kriegt man schon Respekt vor der Höhe, wenn man hier oben steht. Im Park gibt es aber auch einige Viewpoints, die leichter zu erreichen sind. Man kann so weit in die Ferne schauen, man vergisst fast, dass man auf einer Insel ist. – 20 Minuten entfernt liegt Chamarel. Der Blick vom Aussichtspunkt auf den Wasserfall ist wirklich perfekt und spektakulär soll auch die Seven Colored Earth sein. Die ist auch hier in Chamarel, nur ein paar Minuten entfernt. Und für beides zusammen haben wir 12 € pro Person bezahlt. Das Wasser fällt über 100 Meter ohne Unterbrechung in die Tiefe. Das sieht tatsächlich ein bisschen so aus, als wäre das angemalt. Ob das wirklich 7 Farben sind? Hier bei der Seven Colored Earth oxidieren verschiedene Metalle im Boden und dadurch entstehen dann diese Farben. Ebenfalls in Chamarel liegt das Ebony Forest Reserve. Das gründeten Menschen wie Nati, die unter anderem den ursprünglichen Ebenholzwald wiederherstellen wollen. So at Ebony Forest since 2006, we have planted more than 160,000 native and endemic trees. Im Reservat ist auch ein kleines Museum, das die Geschichte von Mauritius beleuchtet. Die Umwelt wurde zeitweise fast komplett zerstört und der Dodo völlig ausgerottet. Das ist ein nicht flugfähiger Vogel, der nur 100 Jahre nach Ankunft der Niederländer verschwunden ist. Auch die Ebenholzwälder wurden fast komplett gefällt.
Im Reservat laufen auch ein paar Riesenschildkröten rum, ganz ohne Gehege. Die sehen richtig süß aus und werden auch steinalt. Hier soll es auch einen verdammt schönen Viewpoint geben, zu dem wir heute laufen wollen. Wer will, kann sich hier auch einen Tourguide buchen oder sich mit dem Jeep durch den Park fahren lassen. Die Wege sind hier wirklich super schön angelegt. Wir laufen hier mitten durch den Ebenholzwald und hin und wieder hat man auch echt eine mega Aussicht. Ebenholz ist übrigens eins der härtesten Hölzer, die es gibt, und im Vergleich ist das hier mindestens doppelt so schwer wie das Stück hier. Guck mal, da ist eine richtig fette Spinne. Boah, das ist echt ein Trümmer. Gibt es hier eigentlich giftige Tiere? Nee, giftige Tiere gibt es hier nicht, aber jede Menge Mücken, wie ihr gemerkt habt, deswegen immer Mückenspray dabei haben. Um hier wandern zu dürfen, spendet man 9 € an das Ebony Forest Reserve. Verschiedene Touren werden auch angeboten, da geht es so ab 10 € los. Und die Einnahmen fließen alle zurück in das Projekt und in die Aufforstung der Wälder. Echt ein mega Aussichtspunkt und von hier kann man auch den Le Mont Brabant sehen. Da wollen wir noch hochwandern. Könnte anstrengend werden, wenn ich das so sehe. Das ist wirklich der Hammer hier auf der Insel. So viele schöne Viewpoints. Schaut euch mal diesen unglaublichen Blick hier an. So stellt man sich das Paradies vor. Der Strand mit dem Berg dahinter, das türkise Wasser, wie auf einer Postkarte. Ein Naturphänomen in Le Mans ist der sogenannte Unterwasserwasserfall, der nur aus der Luft zu erkennen ist. Hier werden Sand und Ablagerungen über eine Kante im Riff gespült. Der Ort Le Mans hat nur 1300 Einwohner und besteht vor allem aus Hotels und Ferienhäusern. Die Restaurants in den Touristengebieten sind preislich ähnlich teuer wie in Deutschland. Die Küche ist meistens international. Häufig gibt es frischen Fisch. Am nächsten Tag ist es dann soweit. Wir wandern auf den Le Mont Brabant, UNESCO-Welterbe und ein Berg voller Geschichte. Es geht 556 Meter steil bergauf. Der Aufstieg dauert 3 bis 4 Stunden. Wir werden wahrscheinlich was länger brauchen, weil wir ja alles filmen. An warmen Tagen sollte man die Wanderung morgens oder am Nachmittag machen, weil es mittags doch schon warm werden kann. Echt ein schöner Wanderweg. Man sieht viele Bäume und Felsen, alles ist grün. Aktuell ist die Strecke noch relativ easy, allerdings wird das noch anstrengender. Ein Drittel der Wanderung ist geschafft und umso höher wir kommen, desto besser wird die Aussicht. Wo wir gerade mal eine Pause machen, kann ich euch noch eine Geschichte zum Le Mans erzählen. Der Berg war früher ein Zufluchtsort für Sklaven, die geflohen sind. Und als zum Ende der Sklaverei ein paar Soldaten hochkamen, um denen eigentlich zu sagen, dass sie nun frei sind, haben die sich alle vor Angst vom Berg gestürzt. Eine ziemlich tragische Geschichte, die laut einigen Quellen sogar wahr sein soll. Hier ist wirklich ein Blick schöner als der andere und da oben kann man auch die Spitze sehen. Ist noch ein ordentliches Stück. Ein bisschen anstrengend wird schon, man merkt es auch in den Beinen. Ein paar Stellen sind auch nicht ganz ungefährlich. Wer sich da unsicher fühlt, sollte lieber eine geführte Tour mit Guide machen. Der letzte Abschnitt ist echt kein Spaziergang, das ist ein richtiger Klettersteig. Von hier oben hat man sogar eine perfekte Sicht auf den Unterwasserwasserfall. Sieht einfach richtig krass aus.
Wir haben es geschafft. Was für ein krasser Ort. Und jetzt hier noch dieser mega Regenbogenhammer. Der beste Blick auf der ganzen Insel. Auf jeden Fall. Der nächste Morgen startet mit einer Bootstour zu Île aux Bénitiers, bei der wir gemeinsam mit Darwish und Emilio vorher noch die Küste vor Le Mans entdecken. Nur ein bisschen rausgefahren und schon Schildkröten gefunden. Das hätte ich so schnell gar nicht erwartet. Emilio taucht ab und organisiert uns Seeigel und Austern für das Mittagessen auf der unbewohnten Insel. Vorher stoppen wir beim Crystal Rock. Was für eine Paradiesinsel. Die ist auch nur 500 Meter breit und hier kommen auch nur Touristen hin, um hier auf der Insel zu grillen. Für uns wird gerade auch schon aufgefahren und nach dem Essen wird alles wieder abgebaut. Ich werde jetzt zum ersten Mal einen Seeigel probieren. Schauen wir mal, wie das Ganze schmeckt. Gar nicht so schlecht. Die halbtägige All-Inclusive-Tour auf einem privaten Boot kostet 110 € pro Person. Danach steigen wir wieder auf das Auto und setzen den Roadtrip fort. An den Linksverkehr hat man sich mittlerweile gewöhnt. Die Straßen sind auch ganz okay. Bisschen eng teilweise, aber geht noch klar. Und der Sprit kostet hier auch fast nur die Hälfte wie in Deutschland. Man fährt aber eh meistens keine langen Strecken. Jetzt zum Roche-qui-Pleur sind es zum Beispiel nur 40 Minuten. Am Grigri Beach liegt der weinende Felsen, La Roche-qui-Pleur. Man erkennt das Gesicht, wenn man genauer hinschaut. Wir fahren knapp 20 Minuten weiter zum Adventure Nature Park. Hier werden Action und Natur verbunden. Neben Attraktionen wie Ziplines oder Hängebrücken kann man hier auch wandern, Wasserfälle erkunden und Riesenschildkröten bestaunen. Parkguide Vishesh führt uns ein wenig rum. This plant here is called mimosa. It's a sensible plant. When you touch it, it will close. Hier gibt es sogar eine Erde mit angeblich 23 Farben. Sieht ein bisschen cooler aus als die mit nur 7. Ich zähle jetzt nicht nach, ob das auch stimmt. Yo, das macht Bock! Oh, es geht zum Wasserfall! Woo! Die Zipline ist 1500 Meter lang. Wir haben schon das Equipment angezogen, sehen aus wie Metzger. Simon, freust du dich? Ja, ich glaube, das könnte richtig schnell werden. Ich habe schon mega Bock. Ich komme nicht ans Ziel, ich komme nicht ans Ziel. Also das war mega cool, allerdings sind wir am Ende stecken geblieben, ne? Ich habe mich komplett gedreht. Kleine Fahrradtour am Sonntagmorgen. 11 Ziplines, sowas wie eine Kartbahn, Quadtouren und sogar 2 Hängebrücken werden geboten. Und die Holzbrücke hier sieht doch mal einladend aus, oder Simon? Ja, hier geht's richtig krass bergab. Ganz schön aufregend. Ein bisschen extra Action, hier ist gerade keiner. Ihr seid doch total bekloppt, die ganze Brücke wackelt. Hier wird es echt früh dunkel, aber wir haben es noch gut zum Ende der Brücke geschafft. Der Eintritt für den Park liegt bei 11 € und für die Attraktion zahlt man dann noch mal extra. Wer zum Beispiel alle Ziplines machen will, muss 112 € bezahlen. Und für so Aktivitäten wie das Quadfahren legt man dann auch noch mal was drauf. Bei den Tamarind Falls, eine halbe Stunde weiter nördlich, bleibt es actionlastig. Gemeinsam mit Christian, Guzman und Atanan seilen wir uns mehrere Wasserfälle ab. Boah, das sieht echt hoch aus. Hat
echt Bock gemacht, war ein bisschen rutschig, aber gerade das letzte Stück war richtig geil und jetzt geht's weiter durch den Fluss. Ist schon verrücktes Wetter, die Sonne scheint und es regnet zeitgleich und ich werde jetzt hier gerade verkabelt für den nächsten Wasserfall. 3, 2, 1! Der Schwung war schon cool, aber noch cooler ist diese unglaubliche Location mit den Wasserfällen hier, oder? Ja, hat mega Spaß gemacht. Wo kann man schon mal einen Wasserfall mit 7 Kaskaden runterklettern? Für das Canyoning zahlt man 70 € pro Person. Weiter geht's zu einem heiligen See. Diese Statuen sind ja gigantisch groß. Diese Tempel und der schöne See, das hat wirklich eine spirituelle Atmosphäre. Einer Legende nach soll Shiva hier einige Tropfen Wasser aus dem heiligen Fluss Ganges verschüttet haben und daraus ist dann der See entstanden. Daher ist das Grand Bassin für Hinduisten echt ein wichtiger Ort. Es ist echt immer wieder interessant zu sehen, wie vielfältig die Gesellschaft hier ist. Die Mauritianer waren auch alle super freundlich und wir haben uns hier nie unsicher gefühlt. Auf der Insel ist es allerdings nicht überall schön. Auch die vielen Straßenhunde fallen auf. Angaben zufolge leben über 80.000 herrenlose Tiere auf Mauritius. Nur eine halbe Stunde vom Grand Bassin liegt Truoserve. Ein erloschener Vulkan, 350 Meter breit und 80 Meter tief. ...40 Minuten später sind wir in Maribor. Maribor hat seinen ganz eigenen Style und war zur Kolonialzeit übrigens mal die Hauptstadt von Mauritius. Das sieht man noch so ein bisschen an den alten Gebäuden hier. Und die Uferpromenade ist auch recht schön. Hier auf Mauritius wird richtig viel scharf gegessen. Hier gibt es ganz viele verschiedene Chilischoten. Und ich werde jetzt mal die schärfste davon probieren. Das ist die hier. Oha. Also die haben es in sich, Leute. Ihr seht schon, mir kommen schon die Tränen. Das ist echt brutal. Die Leute haben mich hier sogar richtig ausgelacht gerade, als ich die Chilis probiert habe. Aber ich glaube, ich brauche einen Schluck Milch. In Maribor sind nicht ganz so viele Touristen, was den Ort ein bisschen authentischer macht. Passend dazu sitzen wir jetzt hier im Familienrestaurant Concascout, ist ziemlich viel los und probieren ein paar landestypische Gerichte. Die schmecken auch echt lecker und wie in vielen Restaurants spürt man den asiatischen und indischen Einfluss. Blue Bay liegt ganz in der Nähe, eine Bucht, die ihrem Namen alle Ehre macht. Vom Blue Bay fahren wir am nächsten Morgen mit einem Katamaran aufs Meer. Gemeinsam mit Pascal und Brian wollen wir zu Mauritius' kleiner Nachbarinsel Iloserve. Davor machen wir noch ein paar Zwischenstopps. Unterwegs treffen wir sogar auf Delfine. Unser erster Halt die Ilofouké. Wären hier nicht so viele Touristen unterwegs, hätte die Insel auf jeden Fall mega den Lost Place Vibe. Und der Leuchtturm hinter mir wurde übrigens im Jahr 1864 erbaut. So you can see the different color. It's because here is deeper and on the other side is shallower. Während gegrillt wird, fahren wir zum Grand River. Zum Wasserfall im Fluss kommt man aber nur mit einem kleineren Boot. Und heute gibt's Chicken, Würstchen, ein bisschen Salat. Das wird lecker. Richtige Trauminsel, puderzuckerweißer Sand, türkisblaues Meer.
Bootstouren starten bereits ab 60 €, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Und wir hatten auch noch das Glück, dass wir das ganze Boot für uns alleine hatten. Auch wenn offiziell niemand auf der Elo-Surf wohnt, gibt es hier jede Menge Touristen, Restaurants und sogar einen Golfplatz, der nicht unumstritten ist. Wir haben noch kurz ein paar echt schöne Fische und Korallen gesehen. War ein super cooler Trip. Thank you, Pascal, my friend. Mauritius ist ungefähr so groß wie Berlin. Man kann die Insel in ca. 5 Stunden umrunden und auf der Strecke super viel sehen. So einen Trip wie unseren schafft man easy in 2 bis 3 Wochen, also eigentlich die perfekte Urlaubsgröße. Und für die Fahrt nach Belmar brauchen wir jetzt noch knapp eine Stunde. Auf der Strecke übernachten wir aber noch an einem besonderen Ort. Schaut mal, hier schlafen wir heute in einem Zelt mitten in der Natur. Authentic nennt sich das Ganze. Ist mega was Besonderes, mussten wir auf jeden Fall testen. 150 € kostet der Spaß die Nacht und wir teilen uns das Zelt zu dritt. Die Anlage ist völlig autark. Auf einen gewissen Luxus muss man mit Pool und Restaurant allerdings nicht verzichten. Auf Mauritius findet man kleine Apartments schon ab 40 € pro Nacht. Normale Ferienhäuser mit 3 Schlafzimmern, Küche und eigenem Pool kosten ca. 100 €. Luxushotels beginnen bei 300 €, können aber auch deutlich teurer sein. Guten Morgen, wir haben hier echt gut geschlafen. In der Nacht haben wir alle möglichen Tiergeräusche gehört. Da kam richtiges Dschungelfeeling auf. Wir chillen jetzt hier noch ein bisschen und dann fahren wir eine halbe Stunde nach Belmar. Belmar ist übersetzt schönes Meer und das kann ich nur so unterschreiben. Ein 6 Kilometer langer Sandstrand, dazu dieses glasklare Wasser. Traumstrände findet man aber wirklich überall auf der Insel. Bekannt ist die Gegend auch für die vielen Luxushotels und die etwas ruhigere Lage. Mauritius kommt mir aber nicht touristisch überlaufen vor. Klar, an den Hotspots sind schon ein paar Leute, aber stressig war es auf unserer Reise nie. In Grand Bay soll es mitunter am touristischsten sein. Das ist circa 1 Stunde entfernt. Grand Bay bietet alles, was das Touristenherz begehrt. Viele Restaurants, diverse Hotels und sogar Shoppingzentren. Mauritius ist keine Party-Hochburg. Hier hat man aber die meisten Optionen. Ein großer Vorteil von Mauritius ist auch, dass man maximal 2 bis 3 Stunden Zeitverschiebung hat. Da ist der Jetlag nicht ganz so schlimm. Mit Englisch kommt man meist auch relativ gut durch und wer noch Französisch drauf hat, kann sich überall gut unterhalten. In der Nähe der Stadt liegt auch der beliebte Strand La Cuvette. Eine weitere Sehenswürdigkeit in der Gegend ist das Cap Malheureux. Hier steht auch die Kapelle mit dem roten Dach. Und um die Ecke ist auch schon der nächste Traumstrand. Der Strand heißt Périvaire, ist wunderschön und so wie alle Strände hier kostenlos. Mauritius ist eine Insel, die für ihre Größe mega viel zu bieten hat, auch abseits vom Luxustourismus. Immerhin kann man hier wirklich viel umsonst machen und wer in Ferienapartments wohnt, kommt oft günstiger weg, als man vielleicht erwartet. Die Natur hier ist super schön und lässt sich wirklich toll mit dem Mietwagen entdecken. Das war's von dieser Reise. Wir sehen uns wieder bei der nächsten. Falls euch unser Film über Mauritius gefallen hat, haut den Daumen nach oben. Wir freuen uns auch auf euer Feedback in den Kommentaren. Vielleicht habt ihr ja sogar noch Tipps für die Insel. In der Playlist findet ihr noch viele weitere Filme von uns. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Abenteuer.